Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute geht's zum Malen ans Meer. In meinen Malkursen und auch Malreisen bin ich ja oft mit der Gruppe direkt am Strand unterwegs. Wir malen draußen und dann fließen die Geräusche, die Gerüche und die ganze Atmosphäre am Meer mit in die Bilder ein. Schöne Malplätze in der Vergangenheit haben wir gefunden, zum Beispiel in Prerow, in Kiel, auf Föhr und in Gretzil. Für alle, für die das Meer doch ein wenig zu weit entfernt ist, gibt es heute dieses Aquarellmotiv. Skizze und Referenzfoto zum Bild bekommen die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesandt. Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen schon diesen Kanal hier unterstützen und unsere Arbeit wertschätzen. Für alle, die noch mitmachen wollen, haben wir den Link zu Steady, deine Unterstützung, unter dem Video wieder bereitgestellt. Ab 2 € monatlich könnt ihr uns unterstützen. Das ist jederzeit kündbar. Schaut euch gerne auf der Steady-Seite mal um. Der nächste YouTube-Live-Abend für die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt findet hier am 7.6. statt um 19 Uhr. Wir malen das Porträt einer kleinen Katze und darauf freue ich mich auch schon sehr. Nun geht's aber los mit dem Strandmotiv. Viel Spaß dabei! Die heute verwendeten Materialien sind Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Titanweiß und Ultramarin Feinst von Schminke, Cobalt Türkis Light, Kobaltblau, Lichter Ocker, Sienna gebrannt und Neutraltinte und Cadmiumfreies Rot von Winsor Newton und die Farbe Perilane Green von Daniel Smith. Außerdem brauche ich die kleine Sprühflasche, den Rotmarderhaarpinsel Serie 7 von Winsor Newton in der Größe 7 und meinen Eichhörnchenhaarpinsel von Escoda in der Größe 2. Zum Spritzen der kleinen Wassertröpfchen benötige ich außerdem den Kunststoffpinsel Perla von Escoda in der Größe 10. Ich arbeite auf Büttenpapier 300 Gramm Graphin von Arches. Hier seht ihr das Referenzfoto und die Skizze möchte ich nun mit einigen Strichen aufs Papier bringen. Die Horizontlinie setze ich ein wenig unterhalb der Bildmitte und zeichne dann die entfernte Uferkette ein. Ausgehend von einem zentralen Punkt setze ich mit lockeren Strichen verschiedene Linien für die Wasseroberfläche und die verschiedenen Strandabschnitte. Etwas unterhalb des Horizontes zeichne ich 2 Figuren ins Bild. Ich befinde mich mit meiner Augenhöhe ein wenig oberhalb, vielleicht auf einer Düne, und deshalb passt es, wenn die Köpfe der Figuren ein wenig unterhalb der Horizontlinie liegen. Die Spiegelung in der Wasserpfütze zeichne ich auch noch mit ein und damit bin ich schon fertig. Den Himmel möchte ich im Tonwert sehr leicht halten und grundsätzlich auch sehr locker anlegen. Ich feuchte also das Papier an und lege dann ein paar Pinselstriche Lichter Ocker und später Kobaltblau in die Fläche. Wichtig ist, schnell sein und nicht zu viel nachdenken. Am besten gelingt solch ein Himmel mit einem ganz raschen und lockeren Farbauftrag. Am oberen Bildrand möchte ich die Farbe noch ein wenig intensivieren und gebe meine Blaumischung verstärkt mit Alizarin Karmesin und einem relativ trockenen Pinsel in die noch feuchte Fläche. Mit Kobaltblau, Cobalt Türkis Light und etwas Neutraltinte male ich jetzt das Meer. Ich arbeite hier mit dem Rotmarderhaarpinsel von Winsor Newton Serie 7 Größe 7. Mit diesem Pinsel kann ich abwechselnd mit einer sehr feinen Spitze und mit dem Pinselbauch arbeiten.
Hinten im Pinsel befindet sich nicht mehr so viel Farbe und Wasser und deshalb freue ich mich hier über die trockenen Pinselstriche, die den Wellenschaum gleich mit andeuten. Mit klarem Wasser bereite ich jetzt den Spülsaum vor. Dort hinein kommt eine sehr leichte, wässrige Lasur mit der Blaumischung des Meeres. Dort, wo ich gleich den Strand malen werde, sprühe ich mit der Sprühflasche das Papier einmal kurz ein. Ich möchte partiell Feuchtigkeit auf dem Papier haben, damit mir jetzt ganz weiche Übergänge gelingen. Lichter Ocker und Sienna gebrannt in verschiedenen Mischungen, gelegentlich auch mit etwas Blau dabei, setze ich nun in die Sandfläche. Ich versuche, die Farbigkeit am Horizont etwas blasser zu halten und nach vorne hin zu intensivieren. So kann ich die perspektivische Wirkung ganz gut unterstützen. Die große Wattpfütze male ich jetzt mit Kobaltblau und Kobalttürkis Light und sehr viel Wasser. Die helle Himmelsform soll sich gut in dieser Fläche spiegeln können. Nach vorne hin gebe ich auch etwas Alizarin-Karmesin mit in die Mischung und dicke meine Farbe wieder an, sodass der Tonwert im vorderen Bereich kräftiger ist. Die linke braune Fläche ist an den Rändern noch schön nass und so entstehen hier ganz weiche Verbindungen zum Blau. Weiter geht es mit der rechten Sandfläche, wieder etwas blasser im Hintergrund und wärmer nach vorne hin. Mit einer dunklen Mischung aus Sienna gebrannt und Alizarin-Karmesin und etwas Neutraltinte gebe ich kleine dunkle Akzente in die große Sandfläche. Ein wenig mehr Struktur brauche ich noch, also sprühe ich mit der Sprühflasche und spritze auch mit dem Kunststoffpinsel ein paar Wassertropfen in die unteren Bildecken. Nach dem Trocknen geht es nun weiter mit dem zweiten Farbauftrag. Ich male mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte und ein wenig Perylane Green die Baumreihe im Hintergrund. Sie ist weit entfernt und daher verwende ich kein wirkliches Grün, sondern eher ein Graugrün, das sich schön in die blauen Farbtöne von Himmel und Wasser einfügt. Wichtig ist, die Grünmischung variabel zu halten, mal mit mehr und mal mit weniger Wasser. Zum rechten Rand hin gebe ich auch ein wenig lichter Ocker mit in die Mischung, so wird sie etwas wärmer. Nun male ich die beiden Figuren. Mit Cadmiumrot deute ich die Köpfe, Arme und Beine an.
und mit ein wenig Kobaltblau und wieder Cadmiumrot und Kobalttürkis Light male ich die Kleidung. Die Figuren sind ja sehr klein und ich kann mit der Pinselspitze wirklich nur die groben Formen andeuten. Ich achte aber immer ein wenig darauf, dass die Schulter und die Hüftlinie leicht schräg angedeutet sind. So kommen die Figuren besser in die Bewegung. Auch der Hund entsteht hier im Grunde genommen nur durch einige Punkte. Den Schatten unter den Figuren male ich mit einer violetten Mischung aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt und etwas Alizarin-Karmesin. Die gleiche Mischung, aber mit etwas mehr Blau darin, verwende ich für die Spiegelung. Einige waagerechte Linien setze ich in die Wasserfläche und die Spiegelung löse ich an den Kanten noch ein wenig an. Die Möwen fliegen heute nicht nur im Himmel, sondern sitzen auch hier auf dieser großen Wasserpfütze. Ich deute sie mit jeweils 2 Punkten an und ziehe die Spiegelungsfarbe mit dem Finger einfach aus der nassen Farbe heraus. Das ist ein schöner Effekt und macht Spaß. Probier es mal aus. Ein paar Detailstriche, um die großen Strandformen zu beleben, setze ich jetzt noch mit Sienna gebrannt und Neutraltinte ganz locker in das Bild hinein. Vorne arbeite ich eher mit dem Pinselbauch, sodass die Formen größer werden, und im hinteren Bereich des Bildes eher mit der Pinselspitze. Einige Möwen im Himmel dürfen natürlich nicht fehlen und auch ein wenig Titanweiß an einigen Stellen. Ich hoffe, mein Motiv hat euch Freude gemacht und ihr habt den kleinen Ausflug ans Meer genossen. Viel Spaß beim Ausprobieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.